Herzlich willkommen, liebe Dental TV oder was immer Community auf der großen, weiten Welt, in der dentalen Welt. Freut mich, mit dem Hubert Stive jetzt in Episode 2 zu starten. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was wir in der ersten Episode, für die, die das verpasst haben, könnt ihr aber jederzeit nochmal nachschauen. Wir haben kurz vorgestellt, wer ist Hubert, was macht Hubert, seine Ursprünge über Laserzahnmedizin, so ein bisschen seine Geschichte, wieso dass er zur Schlafmedizin, wie man so schön als Überbegriff sagt, gekommen ist, die Rolle, die Rolle in der ganzen Geschichte. Und wir haben dann alles ein bisschen gestreift, am Schluss dann auch über Airway-Centric und weiß ich was für Fachbegriffe geredet. Heute, Hubert, möchte ich gerne mal mit den Basics loslassen. Also Schlafapnoe. Ich habe dir kurz angetönt, dass ich auch von anderer Seite jetzt plötzlich, dass das ein Thema ist, das plötzlich überall so ein bisschen rauspoppt in den USA, schon lange sehr populär ist. Müssen aufpassen. Ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass das viele analog quasi, als ich Student war, hat uns ja der Professor Paller gesagt, haben wir gelernt, was eine Michigan-Schiene ist, eine Repositionsschiene, Schiene da, Schiene dort. Hat er uns gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, 60% der Weltbevölkerung hat CMD-Probleme. Die knirschen, die pressen, die brauchen alle eine Schiene. Also quasi fast wie der Kieferorthopäde, wie man Kieferorthopäden sagt, wow, das ist eigentlich das, der goldene Beruf innerhalb der Zahnmedizin, weil die Patienten haben gesunde Zähne, aber die Zähne, die kommen halt schräg und schief raus, das ist halt genetisch bedingt oder je nachdem. Also ist das ein großes Betätigungsfeld, was man auch heute sieht. Die Kieferorthopädie wächst. Es tummeln sich natürlich immer mehr Leute in diesem Feld. Das bedeutet, die Konkurrenz wird größer, bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Qualität besser wird, wenn mehr Leute sich um ein Thema kümmern. Und das Gleiche passiert jetzt auch ein bisschen. Das Thema Schienen, das hat sich eigentlich ziemlich neutralisiert, weil vor allem viele Patienten sich dagegen wehren, Schienen zu tragen, weil Punkt A, die Schienen nicht korrekt gemacht wurden, fälschlicherweise eingesetzt werden. Also man macht halt mal eine Schiene, Patient kommt, knirscht ein bisschen, sie knirschen, ich glaube, wir machen mal eine Schiene. Und dieses Wir machen mal ist, glaube ich, nicht so die Strategie, die man verfolgen sollte. Und da bin ich wirklich gespannt, Hubert, was du uns, natürlich die Schienen werden wir auch noch besprechen, aber lass uns mal beginnen. Schlafapnoe. Also, ich bin jetzt bei dir und wie ordnest du jetzt das Ganze in eine Praxis ein? Wie soll man starten mit dem ganzen Thema? Das soll vielleicht die Message oder das Thema unseres heutigen Talks sein. Also Hubert, leg los. Wenn du schon schwanger bist, dann kannst fangen wir mit den Basics an. Ganz kurz noch zu den Schienen. Das Problem ist ja, dass viele Leute denken, sie machen eine CMD-Behandlung, wenn sie eine Schiene eingesetzt haben. Das ist aber nur der halbe Weg. Da können wir uns mal später drüber unterhalten. Schiene kann bestenfalls ein Hilfsmittel sein, um eine bestimmte Sache wiederherzustellen. So, mit der Schlafmedizin. Also, was ist das Problem? Das Problem bisher ist, dass Zahnärzte denken, Schlafmedizin beschränkt sich darauf, dass sie von einem Schlafmediziner einen Auftrag kriegen, macht dem Patienten mal eine Unterkieferprotusionsschiene, weil der die CPAP-Maske nicht verträgt. Das Problem mit den CPAP-Masken ist, dass man weiß, je nachdem, welcher Statistik man glaubt, dass 50% der Patienten nach einem halben Jahr sagen, das funktioniert, das geht nicht. Und dann sind sie halt wieder nicht therapiert. Für diese Schienen, die Unterkieferprotusionsschienen, gibt es auch gute Ergebnisse. Die werden von den Patienten deutlich leichter akzeptiert. Ist auch ganz klar, weil das kann ich selber außerdem reinsetzen, brauche keine Steckdose dazu und es beeinträchtigt auch nicht meinen Bettpartner oder meine Bettpartnerin. So, also das erste Problem ist, dass die Schlafapnoe immer weiter zunimmt, die Prävalenz. Das hat damit zu tun, dass wir erstens schlechter schlafen und zweitens viele übergewichtig sind. Das sind so 2 Faktoren, die die Schlafapnoe begünstigen. Und dann natürlich auch, dass wir heute viel mehr wissen, dass die Schlafapnoe eben nicht nur ein Schnarchen ist, sondern es ist mit zunehmendem Alter immer gefährlicher. Und ich hatte ja schon gesagt, mein Vater ist leider mit 58 an der Schlafapnoe gestorben. Da wusste man das noch nicht. So, und jetzt muss man Folgendes sehen.
was meine Idee dabei ist, dass wir als Zahnärzte ja glücklicherweise jedem Patienten in den Mund schauen. Und wenn wir wissen, wonach wir gucken, können wir den Patienten auch schon fragen, sagen Sie mal, wie schlafen Sie eigentlich? Und dann guckt er uns ganz erstaunt an, sagt, was fragen Sie als Zahnarzt? Ich sage, ja, weil ich das an Ihren Zähnen sehe, deswegen möchte ich das gerne wissen. Und dann öffnet man manchmal so Schuhtore. Ja, und ich habe schon seit langer Zeit und das und das. Und dann fragt man auch mal so ein paar, äh, wie soll ich sagen, Eckpunkte. Was ist mit dem Blutdruck? Hoher Blutdruck hat ganz häufig was mit der Schlafapnoe zu tun. Da erkläre ich gleich, wie das zusammenhängt. Und dann wird da plötzlich ein Bild raus. Und dann ist es sozusagen unsere Aufgabe als Zahnärzte, als Erste das zu erkennen und zu sagen: „Wissen Sie was? Sie sollten vielleicht mal ins Schlaflabor gehen.“ Das Problem ist nur, die Schlaflabore sind in der Regel überlastet. Und wir wollen jetzt nicht als Zahnarzt sagen: „Geh einfach mal ins Schlaflabor“, dann sagen die: „Um Himmels Willen, das bilden die Zahnärzte sich ein.“ Wenn wir aber, ich sage mal, mit Biometrics kommen, wenn wir dem Patienten ein heimisches Schlafprotokoll mit nach Hause geben und sagen dem Patienten her und nachher für den Schlafmediziner: „Du hast 'n AHI von sowieso, 'n ODI von sowieso und, das und das und das“, dann sind es Werte, mit denen wir anfangen können. Und dann würden wir auch von den Schlafmedizinern ernst genommen, weil die plötzlich merken: „Oh, die verstehen ja was davon.“ Aber die Basics müssen wir natürlich messen. Wir können jetzt nicht sagen: „Oh, Sie sehen so müde aus, gehen Sie mal ins Schlaflabor.“ Dann lacht sich der Schlafmediziner kaputt. Und dann kommt der nächste Punkt, der Christian Guilleminault, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wie das überhaupt zustande kam, überhaupt die ganze Schlafmedizin. Es war ein Pariser Mediziner und der hat damals in den 70er Jahren seinem Chef vorgeschlagen, er würde gerne über Schlaf forschen. Und da hat der Chef wörtlich gesagt: „Da schläft doch der Mensch, was wollen Sie denn da forschen?“ Ja, daraufhin ist er nach Stanford gegangen und hat dann, auf ganz interessante Wege festgestellt, bei Kindern, die nachts drohten zu ersticken, ja, was ist denn da eigentlich los? Und dann haben sie die wussten nicht genau, wussten nur, die ersticken fast nachts im Schlaf und sie haben einen hohen Blutdruck. Und dann haben sie praktisch, Tracheotomien gemacht und dann war alles gut. Und dann haben sie dann können wir wieder zunähen und dann ging das wieder los. Und so sind sie dann langsam drauf gekommen, dass das was mit der Zunge und dem Tiefschlaf zu tun hat, der die Atemwege verlegt. Und diese ganze Entwicklung, das können wir auch später noch mal im Detail besprechen. Aber, dann war es klar, dass man also praktisch die Schlafapnoe feststellen kann im Schlaflabor dadurch, dass es eine Apnoe, also einen Atemstillstand gibt, der irgendwo zwischen 10 und 90 Sekunden sein kann. 90 Sekunden ist schon ganz schön lange, wenn du nicht mehr atmest. Und dann kann man es feststellen dadurch, dass es eine Sauerstoffentsättigung gibt. In dem Augenblick, wo du nicht mehr Luft ventilierst, hast du Sauerstoffentsättigung. Das sind die 2 Dinge, die im Schlaflabor leicht rausgefunden werden können. Sauerstoffentsättigung und dann die Apnoen. Und das ist das, worauf heute die Schlaflabore fixiert sind. Sie haben aber dabei übersehen, dass es noch eine zweite Geschichte gibt. Das ist nämlich die Verengung der oberen Atemwege, die genauso schädlich ist für die Patienten, aber nicht so leicht rauszufinden ist, weil die nämlich keine Sauerstoffentsättigung haben. Die werden dadurch, dass die Atemwege sich im Laufe des Schlafes immer weiter verengen und bis zu 3% der Atemwiderstand steigt, wachen sie aufgrund dieser Atemarbeit auf, haben es immer geschafft, eine Sauerstoffentsättigung zu verhindern. Und die gehen ins Schlaflabor und sagen: „Sie haben aber keine Apnoe, Sie haben auch keine Sauerstoffentsättigung. Gehen Sie nach Hause, ist alles gut. Kommen Sie im Jahr mal wieder oder Originalton, kommen Sie in einem Jahr wieder. Wenn es dann schlimmer geworden ist, dann kümmern wir uns.“ Also, das ist jetzt sozusagen mal die Basis der Schlafmedizin, warum es so wichtig ist, weil wir unseren Patienten was Gutes tun wollen. Und wir können sozusagen im Mund sehen, was los ist. Und wir können vor allen Dingen die Patienten dann auch entsprechend leiten. Sollen sie ins Schlaflabor oder können wir sie zum Beispiel, weil es nur Schnarchen ist, 'ne entsprechende Schiene machen, die auch das Schnarchen verhindert. Also, lass mich mal vielleicht da kurz einhaken. Das sind ein paar Punkte, die haben wir auch letztes Mal schon besprochen. Ja. Also, konkret, würdest du sagen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Thema in unseren Praxisalltag einzubauen. Punkt eins, äh, Anamnese. Also, wenn wir die Anamnese eigentlich schon den Punkt auch einbauen, wie schlafen Sie oder wie würdest du das definieren? Also, was für einen Satz würdest du in die Anamnese reinschreiben? Also, ich würde auf alle Fälle nach dem hohen Blutdruck fragen, ob derjenige hohen Blutdruck hat. Ja, nein, ob therapiert oder nicht. Dann die nächste Frage: Sind Sie schon mal medizinisch nach Schnarchen und Schlafqualität gefragt worden? Kannst du fast bei
95% sagen, die sind noch nie vom Arzt danach gefragt worden. So. Und dann kann man schon sehen, anhand der Reaktion vom Patienten, anhand von Dingen, die wir im Mund sehen, dass da vermutlich was ist. So. Also eine ganz klassische Geschichte ist schwer einzustellender Blutdruck, hoher Blutdruck. Warum? Weil die sogenannte Schlafapnoe, wo also einen Atemstillstand hast, wird durch Ausschüttung von Adrenalin durchbrochen. Und dann geht natürlich der Blutdruck nach oben und ein Mediziner von der Charité sagte, die Leute, die baden oder die schwimmen im Adrenalin. Wenn du ein AHI, also praktisch eine Schlafunterbrechung von 25 pro Stunde hast du 25 mal Adrenalinausschüttung. Dann hast du einen hohen Blutdruck, der ist durch Medikamente nur sehr schwer einzustellen. Den hast du auch tagsüber. Aber da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ich dir erzählt habe von meiner Frau. Ja, Wenn ich jetzt je länger, dass ich dir zuhöre, umso mehr habe ich das Gefühl, dass meine Frau da ein Problem hat. Aber ich das wirklich nicht, also ich liege ja neben ihr, ja. mir ist das nicht bewusst geworden, dass sie so irgendetwas so hat. Wie kann ich jetzt das erkennen? Schlafe ich so tief, dass ich das nicht höre, dass sie Schlafapnoe hat? Oder wie ist das? Also, da sprichst du 2 Sachen an. Also, sagen wir, die Symptomatik bei Männern ist manchmal anders als bei Frauen. Frauen können auch eine obstruktive Schlafapnoe haben, die haben aber wesentlich häufiger diese UAs und die kennzeichnet sich eben nicht durch Schnarchen, sondern die leiden sozusagen still. Und das kannst du im Prinzip nur rausfinden, indem du dem Patienten eine Somnographie mitgibst, also praktisch eine Aufzeichnung des Schlafgeschehens mit 'nem kleinen Gerät, Watchpad nennt sich das. Und, dann siehst du am nächsten Morgen, wie ist der Schlafverlauf? Welche Schlafphasen hat sie, Atemaussetzer und so weiter und so weiter. Anders kannst du es nur raten. So, wo gibt es, wenn wir jetzt so über das gerade reden, wo gibt es dieses Watchpad? Gibt's eine Firma, die verrate ich dir jetzt noch nicht, weil ich will natürlich ganz gerne dafür sorgen, weil pass auf, der Punkt ist folgender: Das Ding musst du lesen können. So, und ich bin drauf gekommen, ich habe ja verschiedene Sachen ausprobiert und mein lieber Freund David Lawler hat mir das empfohlen. Und dann habe ich auch gesehen, dass Michael Gelb da in New York und so weiter, die benutzen alle das gleiche Gerät, weil es nach so einer Nacht mit Aufzeichnung dir 5 Seiten gibt mit entsprechenden, Ergebnissen. Die erste Seite ist für den Patienten, da steht dann genau: „Ihr AHI ist so und sollte normal sowieso sein“ und so weiter und so weiter. Das ist eine Geschichte, die ist vergleichbar. So. Und ich habe früher in meinem Kurs sehr viel Zeit darauf verwendet, den Leuten zu erklären, wie sie zum Beispiel, Zusammenhänge zwischen ich sage mal, wenn du schläfst und hast plötzlich 'n Puls von 120, das kommt nicht so von alleine. Dann hast du wahrscheinlich 'n Atemaussetzer und hast 'n Arousal, Adrenalinausschüttung. Und diese Geschichten zueinander zu ordnen, das ist 'ne gewisse Übung. Das lernst du nicht mit einmal drauf gucken. Und deswegen sage ich immer, wenn also Zahnärzte sich damit befassen, dann sollen sie sich das von mir zeigen lassen, wie man das auswertet, weil dann sind sie natürlich auch jemand, der vom Schlafmediziner ernst genommen wird. So 'ne kleine Bemerkung am Rande ist, dass wir natürlich als Zahnärzte immer glauben, die anderen Mediziner wissen ganz viel über Schlafmedizin. Das ist nicht so. Also, ich sage mal, ein normaler Hausarzt, der weiß zwar, was das ist, der kann aber mit den AHI und so weiter nicht viel anfangen. Er sagt: „Geh mal bitte zum Schlafmediziner.“ Und das ist unsere Funktion sozusagen Zwischenglied zwischen der Medizin und der Zahnmedizin und wir haben einen Menschen mit Zähnen und entsprechenden Problemen und wir sind diejenigen, die erstaunlicherweise ja auch die Spezialisten für Schienen sind. Ich weiß aus Hamburg, ich habe eine Zeit lang diese Kurse auch in Hamburg, in Präsenz gemacht, dass mir das Labor, äh, glaubhaft versichert hat, dass in Hamburg von HNOs Unterkieferprotrusionsschienen gemacht werden. Jetzt frage ich dich mit deiner Erfahrung, wie kann ein HNO ohne die entsprechenden Möglichkeiten und Instrumente eine Schiene einschleifen? Das ist eigentlich nicht möglich, aber er scheint es immer noch zu machen, weil es nicht genug Zahnärzte gibt, die sich da rantrauen. So, jetzt habe ich 'ne Menge geredet, jetzt bist du erst mal wieder dran, kannst du aber die einzelnen Punkte rauspicken, wo du sagst, da willst du noch mehr wissen. Ja, nein, das ist spannend, aber mich interessiert schon das Thema. Also wir haben jetzt quasi die Anamnese, ist mir klar, was für Punkte, dass wir da zusätzlich in unsere Anamnese aufnehmen werden in Zukunft. Das zweite Thema ist vielleicht dann jetzt nach der Anamnese, weil wir sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen in die Diagnostik rein.
also quasi Diagnostik im Sinn von mit diesen Geräten arbeiten, den Schlaf analysieren etc. etc. Wenn ich da ehrlich bin, muss ich sagen, wahrscheinlich braucht es das Schlaflabor nicht sofort, wenn du mit solchen Geräten eigentlich auch dieselben Informationen aufnehmen kannst. Also konkret, Ja. siehst du, dass da jetzt quasi, wenn ich das jetzt auch in meiner Praxis jetzt mit meinen Patienten machen möchte, Ja. dass du sagst, okay, Anamnese, denke ich, kein Thema. In den Mund reinschauen und dann vielleicht dann noch mal ganz kurz, wenn ich in den Mund reinschaue, auf was muss ich achten? Ja, aber so, also es ist so, es gibt bestimmte Parameter, die sagen etwas aus. So, und wenn du als Zahnarzt mit dem Parameter kommst und der Schlafmediziner, dann wissen alle, worüber geredet wird. Also ein AHI von 25 heißt, dass du Apnoe, Hypopnoe, Ereignisse pro Stunde von 25 hast. So, das ist dann einfach, wird nicht mehr diskutiert. Und dieses Gerät ist auch relativ genau. Jetzt kommen wir nochmal zur Zahnmedizin zurück. Jetzt kommt mal die Frage an dich: Warum rülpsen Patienten nachts? Na gut, das Bruxismus ist eigentlich eine Muskelhyperaktivität. Ja, es hat aber noch die Frage beantwortet, warum rülpsen die Leute nachts? Also gut, da gibt's verschiedene verschiedene äh, was wir gelernt haben, in der Schule gelernt haben, ist es im Prinzip einfach natürlich quasi Leute, die gestresst sind, also weil man in der Nacht auch gewisse Probleme verarbeitet. Ich kann das ganz konkret auch bei mir an konkreten Beispielen. Die schlimmsten Muskelschmerzen am Morgen hatte ich während meiner Zeit, also während des Staatsexamens. Ah ja, okay. Also da bin ich am Morgen aufgewacht und mir haben die Muskeln wehgetan, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich konnte kaum drauf drücken und es hat geschmerzt, weil ich wirklich in der Nacht ich habe gemerkt, dass auch mein Gehirn gearbeitet hat wie verrückt, weil du sagst, ja, nee, morgen muss ich an diese Prüfung und da muss ich alles wissen. Ja. Also für mich ist es schon ein Teil, die Leute, die pressen, dass die etwas verarbeiten. Aber ich weiß schon, du möchtest auf andere Dinge noch hinaus. Gibt das ist die häufigste Erklärung. Die zweithäufigste Erklärung ist, dass es irgendwelche okklusalen Dysbalancen gibt, die man versucht auszuräumen. Das habe ich lange Zeit auch gemacht. Jetzt gibt es aber Folgendes: Es gibt einen sogenannten Masseter Zungenreflex. So, du hast ja vermutlich irgendwann mal als Kind auf die Zunge gebissen und weißt, dass heftiges Zuweisen, ein heftiges Aktivieren dieser Muskeln der Zunge wehtun kann. Jetzt hat man mittlerweile herausgefunden, dass Leute, die eine Schlafapnoe haben, häufig nachts pressen, weil sie dadurch die Zunge aktivieren. Und dann fällt die nicht so wie ein Klotz nach hinten, sondern wird praktisch aktiviert und macht die Atemwege frei. So, und das sind dann die Leute, dem machst du eine Knirscherschiene und die knirschen munter weiter, weil du in dem Fall möglicherweise den Platz für die Zunge sogar noch eingeschränkt hast. Das heißt, du hast das Problem noch verstärkt. Und dann sagt der Patient, da fehlt überhaupt nichts. So, jetzt sind wir Das heißt im Prinzip konkret, also die Schiene als Entlastung bei Patienten, die kommen, die sagen, mir tut's im Kiefergelenk weh, Ja. weil sie die Gelenksköpfchen in die Panne reindrücken, den Diskus komprimieren. Da macht die Schiene Sinn, um diese Situation zu entlasten. Aber dann machst du konkret auch, drückst du da im Kiefergelenksbereich und fragst du, tut's da weh, haben Sie Schmerzen? Also das ist dann eine andere Problematik, Ja. nicht sehr lokal. Und ich sage meinen Patienten, wenn das wirklich akut ist, dann können wir das mal anschauen. Aber sonst bin ich so ein Verfechter der Kalt-Warm-Umschläge. Da habe ich die Literatur auch zitiert, dass du 80% oder mehr als 80% der Muskelbeschwerden Mhm. durch Kalt-Warm-Umschläge morgens und abends. Also du machst 2 Waschlappen, machst die heiß, 20 Sekunden drauf, dann nochmal 20 Sekunden heiß, dann 20 Sekunden kalt, dann wieder 20 Sekunden warm, 3, 4 Minuten pro Tag, 3, 4 Minuten am Morgen und 3, 4 Minuten am Abend. Und ich sage dir, ich habe das meinen Patienten gesagt und es funktioniert bei allen. Also du kannst das ist so eine Initialbehandlung um den Muskelkater, den Ja, Muskelkater ja, ja. behandeln. Du hast ja eben gesagt, du willst das Gelenk behandeln, aber was ich dir noch empfehlen würde, ist auf alle Fälle die Muskulatur pierst.
Ja, das auf jeden Fall. Also Muskeln Hat man aber so Ding das ist etwas, das haben wir bei Professor Palla im Detail gelernt, wie das Ganze funktioniert, an welchen Muskel das man drücken muss und was welcher Muskel auslöst und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so unbedingt die Thematik hier. Aber trotzdem, positiver Muskelbefund heißt noch nicht, dass man gleich dann in Hyperaktivität ausarten soll. Darum frage ich nochmal, also mit das spannend, du hast mir das letzte Mal schon gesagt, als du mir gefragt hast, wo liegt deine Zunge im Ruhezustand? Genau. Ja, soll ich's beantworten? Also der geht physiologisch richtige Lage der Zunge ist vorne oben. So, also vordere Drittel der Zunge hinter den Frontzähnen und oben am Gaumen. Warum ist das so? Weil die Zunge ja ein Muskelkomplex ist und die ist sozusagen am Hyoid befestigt. Und das Hyoid spannt sozusagen den Oropharynx, also den muskulären Anteil der Atemwege. Und wenn jetzt die Zunge aus verschiedenen Gründen auch immer relativ zu große, ich sage mal Vierer-Extraktion, ja, Zähne stehen schon gerade, aber ich sage mal, die Größe der Zunge ist ja genetisch festgelegt. Dann hat die Zunge vorne keinen Platz, die geht nach hinten und dadurch hast du schon praktisch nicht mehr, äh, ich sage mal, leicht durchgängige Atemwege. Da gibt es auch bestimmte Dinge, wie man das relativ schnell festlegen kann. Aber Tatsache ist, die korrekte physiologische Lage der Zunge ist vorne oben, weil dann über das Hyoid die Atemwege geöffnet werden. So, was wollte ich jetzt noch reden? Du wolltest 'ne Frage, erzähl. Ja, zu dem Thema eine spannende Frage, zu einem Trend. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, man soll sich den Mund zukleben, wenn man schläft, damit man durch die Nase atmet. Wie stehst du zu dem zu diesem Trend, der auch in Hollywood, also ganz viele Leute kleben sich den Mund zu, weil natürlich hast du am Morgen dann keinen ausgetrockneten Mund, bla 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 bla. Die Frage ist aber jetzt gerade, wenn jemand solche Probleme hat, soll er sich da den Mund zukleben? Das ist eigentlich ziemlich irrwitzig, dieser Vorschlag. Selbst wenn's aus Hollywood kommt, heißt das nicht, dass das medizinisch sinnvoll ist. Es gibt jetzt relativ neue Erkenntnisse, das kann ich ja auch noch nicht in der Tiefe erklären. Aber man weiß, dass wenn Menschen mit offenem Mund schlafen, dass die Druckverhältnisse innen verändert und dass sie dann eher zu einem Verschluss der Atemwege kommen, als wenn sie durch die Nase atmen. Da gibt es nämlich einen gewissen Gegendruck. Du musst dir so vorstellen, wenn du einen Luftballon hast, der nicht aufgeblasen ist, dann dass das Röhrchen hält zusammen. In dem Augenblick, wo du 'n klein bisschen Druck in dem Luftballon hast, dann öffnet sich das. Und so ähnlich musst du dir das da auch vorstellen, geht immer nur über Upper Airway Space, also praktisch den Oropharynx. Da bin ich gerade dabei, noch ein bisschen sozusagen Recherche zu machen. Das ist eine relativ neue Geschichte, die ist noch nicht überall rum. Ist aber sehr, sehr interessant. Deswegen, also speziell aus diesem neuen Aspekt kann man sagen, das ist völlig irrsinnig, den Mund zuzukleben. Das würdest du jetzt nicht empfehlen? Nein, überhaupt nicht. Also höchstens bei einer Person, die gesund ist, in Anführungs und Schlusszeichen, weil es gibt ja ich bin ja auch ein Mundatmer, weil ich habe Polypen in meiner Nase. Als Student habe ich mal den Professor gefragt: „Ja, was kann man da machen?“ Er sagt: „Ja, man kann die Polypen wegschneiden.“ Und da sage ich: „Ja, und was passiert dann?“ Er sagt: „Ja, und die wachsen dann wieder nach.“ Habe ich gesagt: „Ja, okay, dann, möchte ich eigentlich darauf verzichten, meine Polypen wegschneiden zu lassen, wenn die sowieso wieder nachwachsen und dann alle paar Jahre musst du die Polypen wieder wegschneiden lassen. Das heißt, ich habe eine eingeschränkte Nasen Nasenatmung, und in der Nacht, aus was für Gründen auch immer, wenn ich jetzt da sitze, kann ich den Mund zumachen und durch die Nase atmen. Und ich habe das auch schon mal im Bett probiert und gesagt: „Schau mal, jetzt mache ich den Mund mal zu und versuche nur durch die Nase zu atmen.“ Das geht, aber sobald ich schlafe, kann ich das eigentlich nicht mehr machen, dass ich nur durch die Nase atme. Müssen wir mal gucken. Also, ich habe ja meine Patienten, die, wegen Schlafapnoe behandelt wurden, als erstes immer zum HNO geschickt, habe gesagt: „Guckt bitte mal, ob das alles in Ordnung ist.“ Und was die HNOs gerne machen, ist, die entdecken eine schiefe Nasenscheidewand und möchten das gerne operieren. Ich weiß aus Erfahrung von Patienten, dass das sehr, sehr unangenehm ist, dauert, bis es heilt, schmerzhaft ist. Und ich habe eigentlich nur einen Patienten in Erinnerung, der gesagt hat: „Das war eine tolle Sache, jetzt geht's mir viel besser.“ Bei den anderen, die haben gesagt: „Na ja, äh, ich merke eigentlich keinen Unterschied.“ Also,
Das ist jetzt nur persönliche Erfahrung, ist jetzt nicht durch irgendwelche Statistiken gestützt, aber auf alle Fälle solltest du mal gucken, ob man da nicht eventuell durch entsprechende abschwellende Nasentropfen oder deine Nasenatmung erleichtern. Aber das ist, also die Nasenatmung, das musst du noch dazu sagen. Du weißt ja, was Stickmonoxid ist. Stickmonoxid ist ein Steuermolekül. Was macht das? Du hast ja vermutlich in deiner Praxis auch Nitrolingual. Ja, gut. Und wann würdest du das verwenden? Bei einer Angina pectoris zum Beispiel. So, und weswegen gibst du dann Nitrolingual? Weil was passiert? Weil die Gefäße sich öffnen. Jetzt muss man wissen, dass in den Schleimhäuten der Nase und der Nasennebenhöhlen Stickmonoxid gebildet wird. Und wenn du durch die Nase atmest, dann erreicht das Stickmonoxid auch die Lunge und dann werden sich die Gefäße um die Alveolen öffnen und du kannst wesentlich besser den Sauerstoff verstoffwechseln. Wenn du durch den Mund atmest, fällt das flach. Also Nasenatmung ist einfach die physiologisch richtigere Atmung. Deswegen ist das mit dem Zugleben, ja, das okay. Kann man medizinisch nicht dazu raten. Macht keinen wirklichen Sinn. Nein, nein. Also, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt die Anamnese gemacht. Wir haben ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz da nachfassen nach den Zeichen im Mund. Also, weil da sollten wir vielleicht noch zwei, drei Punkte, um das abzuschließen, noch mal dazu nehmen. Also, klar kann ich erkennen, ob ein Patient auf seinen Zähnen arbeitet. Man kann den Muskelbefund machen. Also, wir haben gesagt, wir haben einen positiven Muskelbefund. Der Patient zeigt auch Anzeichen von Abrasionen oder anderen Abnutzungserscheinungen seiner Zähne. Also was ist der wichtigste? Also meiner Meinung nach ist ja der Muskelbefund, der positive Muskelbefund schon das entscheidende Kriterium. Nein? Oder was ist für dich das entscheidende Kriterium? Entscheidend ist der sogenannte Malampati-Score. Wie heißt das? Malampati-Score. Malampati. 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 Ist wahrscheinlich ein Italiener. So, tönt italienisch. Malampati, hört sich gut an. So, und der hat Folgendes gesagt, der war Anästhesist und er wollte etwas rausfinden, um abschätzen zu können, wie leicht sich Patienten intubieren lassen. So, und den Malampati-Score, den erhebst du, indem der Patient vor dir sitzt, gerade den Mund öffnet und die Zunge rausstreckt, laut los. Und dann guckst du, wie viel du vom Gaumenbogen siehst. Also ich sag mal Malampati 4, da siehst du nur Zunge und siehst einen harten Gaumen. Und Malampati 1 ist, da siehst du den kompletten Gaumenbogen mit dem Zäpfchen. So, das heißt, da hast du mehr Platz im Mund. Denken wir dran, die Anästhesisten, die wollen da ihren Tubus reinkriegen. Und für uns ist es so, dass sie sagen, okay, wo hat denn diese große Zunge überhaupt Platz? Es gibt Patienten, das weißt du selber, die machen den Mund auf, da sagst du, boah, alles Zunge und oh. So. Und Heute Morgen hatte ich so einen Patienten. Die sind auch super, weil du kriegst die Zunge fast nicht in den Griff. ja, genau. Und dann fragst du die mal, wie sie schlafen. Weil die haben mit Sicherheit schon praktisch eine Verlegung der Atemwege durch diese große Zunge. Überleg dir mal, wenn die den Mund zumachen, die Zunge hängt ja nicht vorne raus, sondern die kann nur nach hinten. Und dann drückt sie praktisch auch noch das Gaumensiegel nach hinten. Dann hast du die Atemwege schon verengt. So. Und dann werden die Leute zur Mundatmung gezwungen, weil sie anders nicht genug Luft kriegen, weil die Zunge sonst keine hat. Das ist eine endlose Geschichte, da können wir uns stundenlang drüber unterhalten. Und was Ja, aber das ist ja Malampati, dieser Malampati-Score, das finde ich eine coole Geschichte, über die haben wir noch nicht gesprochen. ja, ich habe noch ein paar andere coole Sachen. Aber das ist so sozusagen die Geschichte, dass okay, du guckst jetzt den Patienten an, du guckst mal, ob er vielleicht allgemeine Ermüdungszeichen hat. Es gibt ja Leute, die sehen immer müde aus, ne? Ringe unter den Augen. Und dann gibt es noch verschiedene andere Dinge, die man so mal abchecken kann. Und dann Wenn wir schon dran sind, weil heute ist ja das Thema, wie erkennen wir Schlafapnoe, bevor wir jetzt da in irgendwelche Therapien reingehen. Also wir haben den Muskelbefund, wir schauen die Zähne an, wir haben den Malampati-Score. Du hast dann gesagt, okay, das wäre dann aber etwas, den Schlaf zu analysieren, das geht dann schon, das möchte ich das nächste Mal eigentlich diskutieren. Nächste Mal über die ersten Schritte in der
oder erweiterten Diagnostik, ich nenne das erweiterte Diagnostik außerhalb der Praxis. Aber Ja. konkret, also jetzt haben wir ein paar Punkte schon, was müssen wir noch beachten? Dann gibt es die sogenannte Forward Head Posture. So, das musst du dir von der Seite vorstellen, der Patient hält den Kopf so. Da würden wir natürlich sagen, erstmal, ja, ich gehe mal zum Physiotherapeuten und so weiter, lass dich mal einstellen. Diese Leute üben durch diese Forward Head Posture einen Zug auf Hyoid aus und öffnen damit ihre Atemwege. Ja, also die Leute, die praktisch in der Position, Zahnärzte laufen immer so rum. okay, die sind sowieso eine Sonderspezies. Naja, okay. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, auf die ich gucken würde. Und dann würde ich eben gucken, du siehst ja Leute, Müdigkeit siehst du Leuten ja an. Also du kannst jetzt mal von dir eine Aufnahme auf wach und dann irgendwie nachts um 1, dann kannst du sehen, da bist du müde. Gibt bestimmte, die Augen werden ein bisschen kleiner. Und dann ist noch was ganz Interessantes, der Wimpernschlag verlangsamt sich. Also wenn du jemanden gegenüber hast, den gerade Stress, und dann kannst du sofort sagen, er ist müde oder er ist wach. Das sind so verschiedene Dinge, die du einfach abchecken kannst. Und wenn zum Beispiel ein Patient Tendenz hat, auf dem Behandlungsstuhl einzuschlafen. Hast du, Ich sage immer, wenn jemand einschläft, dass ich so fein gearbeitet habe. ja gut, jetzt kannst du ja auch einmal, aber der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass der 'n Schlafmangel hat, eine gestörte Schlafarchitektur, und dann kommt's zu dem Sekundenschlaf. Da kann ich ja auch viele interessante Geschichten erzählen. Sekundenschlaf wird ja immer noch, ja, eigentlich nicht so ernst genommen, aber, ähm, zum Beispiel Tschernobyl. Bei Tschernobyl, da ist nie wirklich drüber geredet worden, aber Tschernobyl ist ja entstanden aus einer Notfallübung. Da sollten wir Mitternacht eine bestimmte Übung machen, wo der, sogenannte Schichtführer maximal 5 Minuten Zeit hatte, die richtigen Knöpfe zu drehen. Und das hat er verpennt. Er hat das in dem Augenblick nicht zurechtgekriegt. Und dann ist die Sache ausgerauscht, dann konnten sie es nicht mehr einfangen. Man vermutet, dass da entweder Sekundenschlaf oder, ich sage mal, Übermüdung eine Rolle gespielt hat, weil es war eigentlich alles klar, was zu machen ist, ja? Notfallsituation, den Knopf drücken, den Knopf, das, das, das. Das hat er aber nicht gepackt. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wo man sagt: „Meine Güte, wie konnte denn so was passieren?“ Oder, in Brooklyn ist mal ein Zug entgleist, verschiedene, also Wagen entgleist, Tote und so weiter und so weiter. Und dann hat man hinterher rekonstruiert, dass der Führer in einer Kurve, wo er maximal 40 Stundenkilometer fahren soll, mit 130 reingerauscht ist. Ist natürlich klar, hat's den Zug auseinandergehauen. Hatten sie Glück, dass der nicht in den Fluss gestürzt ist. Der Zugführer hat überlebt, und dann haben sie festgestellt, dass der 'n AHI von über 130 hatte. Das heißt, der hat über Jahre pro Stunde Schlaf 130 Störungen gehabt. Das heißt, der war Noch mal ganz kurz, das ist jetzt gerade spannend. AHI steht für? für Apnoe-Hypopnoe-Index. Das heißt, in der Stunde Schlaf hat er 'ne Störung, wo er zum Beispiel 'ne Atempause hatte. So, und 'ne Atempause wird immer ausgelöst durch 'n Adrenalinschub. Da wirst du wach. Du kriegst es zwar selber nicht mit, dass du wach wirst, aber deine Tiefschlafphase ist unterbrochen. So, und dann schläft er wieder ein, und dann hat er 130 Mal pro Stunde, also, er hat praktisch überhaupt nicht geschlafen. Das hat man hinterher festgestellt. Und da ist natürlich dann die Frage: Darf man solche Leute eigentlich überhaupt ohne, ich sage mal, einen Schlaflabortest an so 'ne Maschine setzen oder zum Beispiel Piloten? Da machen sie 'n ganz großen Bogen drum, weil sie wissen, das ist 'n Riesenproblem, und da wissen noch nicht so richtig, wie sie das, in 'n Griff kriegen sollen. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt bei den Zahnärzten, und der Zahnarzt kann eben sehen, okay, wie der Patient reinkommt, Kopfhaltung, guckst in 'n Mund, siehst ihm an, der ist müde, fragst ihn mal: „Wie schlafen Sie eigentlich?“ Und es ist ja nicht so, dass die Leute dir das auf'm Silbertablett servieren, sondern da musst du schon mal 'n bisschen gezielt nachfragen. Das ist ja aber nun unsere Kunst. Und dann sagst du: „Wissen Sie was, sollen wir nicht mal 'n heimisches Schlafprotokoll machen? Bevor wir Sie ins Schlaflabor schicken, gucken wir mal, ob da was dahinter steckt, und möglicherweise können wir wirklich Ihre Lebensqualität dadurch durchaus grundsätzlich verbessern.“ Weil das ist dann das Thema der nächsten Folge, weil das ist etwas, das wir sicher im Detail noch Ja. miteinander besprechen möchten. Aber ganz kurz, um jetzt diese Episode abzuschließen, das sind ja ganz viele Punkte, die du da erwähnt hast. Das ist ja nicht etwas, was man in 2, 3, 4, 5 Minuten machen kann.
Punkt 1 also, wenn du so Symptome erkennst bei einem Patienten, der Patient ist eingeschrieben, um 'n Zerek zu bekommen oder eine Kont oder was immer. Und dann merkst du so vielleicht währenddem du die Anästhesie machst, dann mit dem Patienten ein bisschen redest, spürst du, ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da noch eben so ein Schlafproblem da wäre. Dann sagst du dem Patienten: „So, Herr Stieve, ich stellst ihm vielleicht 2 3 Fragen. Wie lange wie lange soll dann quasi das erste Gespräch mit einem Patienten sein, so in der Regel? Einfach, dass wir so eine Hausnummer haben. Wie lange nimmst du dir Zeit, um mit einem Patienten einfach mal diesen ersten Teil, den wir jetzt besprochen haben, mit diesen Analysen, mit diesen, ich sage es mal, Standardprozeduren ohne Instrumente einzusetzen et cetera. Wie lange nimmst du dir Zeit? Ist eine halbe Stunde oder was meinst du? Auch 3, 4, 5 Minuten, weil du tippst ihn ja an und da sagt er: „Ach, das ist ja interessant, dass der Zahnarzt mich das fragt.“ Die sagen häufig, das sind Sachen, die wollte ich schon immer wissen, hat mir noch keiner beantworten können. Und es gibt, das verrate ich ja nächstes Mal, eine ganz einfache Methode, wie man einem Patienten zeigen kann, dass die Zunge 'n großen Einfluss auf die Atmung hat. Kann jeder Zahnarzt in seinem Behandlungsstuhl machen, ist unglaublich. Und dann passiert eben Folgendes, das ist ähm, Du musst jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das macht die dann äh die heißt Problem Ownership. Da sagen sie jetzt, ja, Patient erkennt plötzlich: „Oh, ich habe ja 'n Problem, wusste ich gar nicht.“ Und das andere ist die Kodiagnose. Du zeigst ihm was, guck mal, wenn Sie so machen: „Oh, stimmt, wusste ich gar nicht.“ Das machen wir nächste Mal. ja, perfekt. Also, das für heute, also super. Also, einige Punkte, die wir in der ersten Einleitung nicht gesehen haben. Malampati, der ist mir geblieben. Ja, ganz spannend, wirklich ganz spannend und das Thema ist viel größer, als ich mir das, vorgestellt habe. Ich habe zwar schon Literatur zum Thema gelesen, aber bin ganz ehrlich, so im Detail oder so tief in der Materie wie du bin ich da nicht und deshalb reden wir auch über diese Sachen. Und nächstes Mal, in der nächsten Episode reden wir dann über den nächsten Schritt, so die erweiterte Diagnostik und vielleicht ganz kleine Tools wie diese Schlafuntersuchung, wie wir da dann zu den nächsten Schritten in der Behandlung kommen können. Also für heute mal super. Herzlichen Dank, Hubert, und Ich danke dir. wir sehen uns bald. Ich freue mich immer, wenn mir jemand zuhört, was das Thema angeht, weil Zahnärzte sagen immer: „Lass mich mit den ollen Schnarcherschienen in Frieden.“ Und da sage ich immer: „Okay, wenn du das behauptest, hast du damit offen dargelegt, dass du keine Ahnung von der Schlafmedizin hast.“ Okay. Mein Lieber.